Hallo und willkommen zurück zu Wildermyth. Mein Name ist Brain und wir fangen genau da fort, wo wir es jetzt mal aufgehört haben. Nämlich haben wir letzten Folge Kapitel 2 der ersten Kampagne abgeschlossen und wir gehen jetzt weiter zu Kapitel 3, dem finalen Kapitel. Some storms better compromise into combative neighbors. Grudges are no shelter in bitter weather. The rains had been falling for a full week, with brief interludes of tense massing clouds and dripping branches. Mountain snows melted and water roared from the heights. The seas whirled and wrung at the shores, flung waves ever further. Rivers conquered their banks and marched wider, valleys turned to huge brackish lakes. Lowland woods and the dams of dry times were swept away, as creatures of all shapes and kinds sought escape from churning floods. You think our Ulstryx poisoned the weather? After all this time? Why? How? And with what? I'm telling you, it's... well, who else could have done this? I've seen things in the wild, stuff you can't explain, and... oh, someone at the door. The strange part of visitors begs a fire. They appear to be on edge, here in a common dwelling, and also very soggy. Arnon, you say we're natural allies, care to explain? The haggard man behind the horns, calling himself Arnon, takes a long breath and turns to address Jamie and the rest. Ask my wife. Ask my wife, she sent me. Can you believe that? At my advanced age? I grew up here in Wooden Ghost, do you know? It looks different. His two underlings shift and resettle their garments as they dry out. Must be about the flooding. Huh? You know why the... no? Everyone knows. It's those tentacles, the Gorgons. They bring ruin on us all. Which Gorgons? They're blue. That checks out. But I mean, who's there? The Gorgons are flooding the world. They set it in motion and can't be stopped. Almost. How? None of this should be possible. I mean, the rain, the melt, the sea. You're right, it shouldn't be. The great balance should be unassailable. But somehow they've thrown it over. So the torrents fall, the seas fresh, the soil keeps black down our warrens. It is Ulstryx, I know it would be. Ulstryx? No, it's the Gorgons I'm saying. The beasts have our warren hemmed in, our wives inside, dry and warm. We need to talk to her. Hemmed in, but you slip by them? It's why it had to be me. I'm a master at looping the light. I tend to be missed. You do sound extremely married. I wish there was more of your story I believed. It's not a long or difficult story, is it? He certainly gives us an option. A strange one, but this weather, these floods. What else can we go on? If you want to watch the world sink beneath a rising sea, watch all the land things perish, then you know exactly where I need to be. But if you see sense... Arnon farts a lump of soaked fabric on the table. Here, it's wet. I mean, it's a map. Sorry, it'll dry out quickly. Follow the map, come to a warren. There, learn for yourselves how you can deflect this drowning doom, and these lands are safe. The shadows deepen, all monster ghosts will draw an extra monster card in every battle. Interessant, die Gebiete, die wir das letzte Mal nicht aufgebaut haben, wurden automatisch aufgebaut. Gut zu wissen. Also, wir müssen nach Wooden Ghost, sehe ich das richtig? Ne, wir können einfach jemanden rekrutieren, während wir... Wieso kostet es... Legacy Cost 3 ist ausgegraut. Legacy Cost 3 ist aber... bunt und wieso ist... oh, es ist überflutet, jetzt ist es so blau. Das Teil ist flooded. Flooded heißt provide no resources and slow down travel. Willst du gar nicht jemanden schicken? Ah. Jetzt wird doch richtig Angst, dass ich keinen Legacy Point habe. Okay. A tile will flood in 150 days. The Gorgons are around the world. Meet Arnon at Dragon Fisher. Hier unten. Ist das auch das Endgebiet? Also ist da das Ende des Kapitels? Ich bezweifle es nämlich ein bisschen, aber wer weiß. Na gut, ich würde sagen, wir gehen hier unten durch, machen hier einen Mountain Pass und sind dann hier. Also zuerst nach Mason Wild. Teil ist flooded.
Na gut, wenn es geflutet ist, macht es auch keinen Sinn, hier zu kämpfen, oder? Wir müssen es eh scouten. To humble lands. Jamie has come into... Wieso? Oh, es war nicht alle am gleichen Ort, jetzt sehe ich. Was war jetzt? An opportunity. To humble lands. Oh, wandering stranger, come hide from the moon. The barrels are full and the fiddle's in tune. Come ask the barkeep for a bowl, cup and spoon. We'll dance you to sleep or we'll drink until noon. What? I can sing sometimes. The coast is better. Aida glances at the gleam. Jamie realizes the dagger in her hand is flashing with the mixed light of moon and fire. Oh, it's nothing, it's... Though she clutches it away, her partner's already gotten a good look. It's the mark of Ulstryx. It's too late to deny it. The vision of the blade, once beheld, can never be forgotten. Aida... The rippling edge is oddly arresting. The Ulstryx family's grim crest glares, graven into the hilt. I didn't mean to let you see it, but what I intend seems to weigh little in this gravity. I had a friend, a beautiful boy of golden heart. This knife entered his possession and twisted him, destroyed him from the inside out. So I took it, Jamie. According to legend, this weapon, the Oath of Ulstryx, was made by the last persecuted Ulstryx mystic. It was made for vengeance to cause suffering. It ruined the whole age of our land, shattered what generations had built. So now, I need to make sure it doesn't happen again. That's where we headed, isn't it? To destroy that thing. Love, I should have told you from the outset. I'm sorry. You can go back. I intend to slip away once we got close. Sounds like you need me on the other end. You need me on the way, but maybe even more at the end. Ja, machen wir es jetzt. Ihr beide sind dabei. Schicken wir eure Tochter mit, ist er nicht? Halt, mein Gott. Das sind jetzt zwei. Ihr könntet geambusht werden. Bleibt also fürs Erste einfach da. Bevor er weitergeht und vielleicht, ja, auf Gegner stoßt. Alle sind hier. Jamie leads Aida onto the ancestral lands of the Ulstryx family. The Ulstryx legend is a witch well for villains... Was? Also, the Ulstryx legend is a witch well for villains for seven birth storytellers. A group of questionably related kinsfolk living in a secluded manner, practicing dark crafts. It's isolated, say that for it. Come on, when we kiss about this later, you've thanked me for goading you through. Wait, they built out here because they were paranoid. Hoarding wealth. Look how thick the walls are. Yeah, and if you had all you needed, soon they were within a proper ruin, with towers half sunk and many of them tumbled. We're looking for a forge? This is their way. And there you go. You sure this is right? This is how you want to make the thing? Here, take the torch. As Jamie draws the dagger, the Oath of Ulstryx, the eyes over the forge begin to glow. The forge roars awake, vomiting hot coals. But like the dagger itself, the glowing embers arrest her eyes. Jamie, yeah, and then she sees two futures in the flames. In one, she sees herself aged and alone, still fighting the same long losing battles she's embroiled in today. In the other, she's not much older than she is now. She's used the power in the dagger to bring peace to those she loves. Perhaps she should read it. It would change her, but not immediately. In the meantime, think of all the good she could accomplish for friends and for this world. Won't everything turn out alright in the end? It always does for heroes. Nope, weg mit dem Ding. Dagger meets the forge and instantly melts. The coals jump and fly. Frigid air fills the room, snuffs the torch. And then, an apparition takes shape. Is it truly done? You cast away the cursed blade of mine? Yours? The spirit is us in the form of a woman. I made it in vengeance, to punish the world that persecuted my family. So rashly done. You regret it, you mean? The anger was cold in me long before the blood stopped running, but I'd set it in motion. Someone else would need to end it. I can't answer for all the pain it's caused. But to you at least... The glow that surrounds the last Ulstryx mystic flares brightly for a moment. And she's gone.
Where she once stood lies what looks to be a bolt of fabric. At a second glance, it's a cloak of ghostly weave. Jane Benz picks it up. You sure you want to touch that? Just got through destroying an evil artifact, didn't we? This feels different. A bestial bellow echoes down the stairwell. Atonement of Old Vein, warding, bonus damage and potency, a mantle of hope and virtue, gifted by regretful spirit. Potency, ja, dann ist es klar, wie wir es geben. Sinler. Mushrocks. Whole body grinding together like a slate stack. Fungus weaves it in fumes of decay. Das ist kein Diener von den Gorgonen. Was? Gehört das aber zu einer Fraktion? Ist es wegen dieser Quest einfach nur spezifisch? About a turn, Mushrocks charges, trampling sinew and knocking aside heroes, dealing 1 damage and hobbling. Und dann hast du noch einen Slam, 6-7 Schaden. Eigentlich hast du nur 15 AP, was nicht so viel ist, wie wir schon mal gesehen haben. Apply Poison. Kann ich das stacken? Das will ich jetzt testen. Man kann es stacken. Jetzt hast du 4 Poison auf dem Bogen. Du hast an sich schon Gift auf deinen Fähigkeiten. Das heißt, sind es 5 Gift oder sind es sogar mehr? 6 Gift, okay. Das heißt, du nimmst 6 Schaden, hast noch 5 HP. Können wir 5 Schaden verursachen? Der andere Waffe ist einfach der... Ja, dann noch Speer. Du kannst den Nagel gar nicht mehr anzugreifen. Aber du kannst einen Guardian machen, der ist definitiv was wert. Du könntest den Gegner engagen. Hättest du mehr Rüstung? Ja, das ist richtig die bessere Idee. Dann nehmen wir auch noch gleich das Schild jedoch. Jetzt Engage. Und jetzt hast du noch genügend für den Guardian. Das müsste jetzt guter Schaden sein. Es sei denn, das Vieh geht rundherum. Nein, es macht einen Slam. Und wurde dementsprechend auch nicht von der Overwatch, sag ich mal, getroffen vom Guardian. Gut, kein Problem. Oh, sogar ein Stunt. Nice. Und Level Up für Jamie, ja. One-Son Warrior. Starboard. Plus 3 Armor and Warding, but reduces Speed. Wisdom. Bonus Star Campaign Level Tasks based on Age. Touchable when Jamie gets a kill, next attack against her will miss. Oder mehr Range? Ja. Definitiv mehr Range. Wir werden L-Contest halten. Meal and Range Accuracy. Ja, ich glaube, du hast den nötigsten. They leave the old Wayne estate behind to sink into the obliviating muck of time. Jamie? I'm fine, just feeling sorry for just all the suffering that gets buried in the stories you tell, and the ones you don't. It will be a while before they feel like talking again, but not so long. On the moon's orchid light, they'll dance, sing and kiss, filled with the glow of life. Und noch ein Level Up als deine Nebenquest war, Tinker, Untouchable oder Inspiration. Das ist nicht schlecht. Once per combat, das ist Swift Action.
Wir haben ja noch nichts, was du als Swift Action hast. Das heißt, wir wissen, dass ein Gegner kommt. Können wir ihn mit Frist baiten? Du kannst ihr noch mehr Rüstung geben und dann ist sie einfach der ultimative Tank, der keinen Schaden ansteckt. Okay, dann geht ihr mal hier hin. Falsch. So, ihr geht hier hin. Braucht ein paar Tage. Aber warten wir lieber, bis wirklich alle hier sind und wir gemeinsam hingehen, weil ich habe keinen Bock, dass die geambusht werden. Nur 2 gegen einen Haufen Gegner. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Gut, jetzt alle sind hier. Dann scouten wir mal mit dem ganzen Team. Und hier sind die Gargolen. Da können wir sehen, ob wir die Flut ein bisschen zurückstoßen können, wenn wir hier das Ding machen. Cooperage Hold. Ich finde, es bringt uns nicht, wenn wir das Ding machen, allerdings können wir die Infestation wegmachen. Das ist es definitiv wert. I'm just saying when a job needs doing and needs doing quickly, some of us move in for the kill. Another stand in the corner and commune with the furniture. I'm not saying which way is better. I'm just saying. Hey, that furniture has some pent-up rage like you wouldn't believe. Everything alright? I thought this was a snake, but it was just a vine, I guess. They say snakes are simply vines with ambition. Yeah. Help! First, what do we do? Whatever you do it quickly. Have interviews with the vines. Cut it, rip it, bash, whatever it takes. Nothing fancy, just get out. Interviews? No weapons to swing, no blows to miss the target. Just give me a second. Cinder navigated the tangled maze of magic in the vines. Her head filled with a horrible cracking and crunching. The world constricted down to pinpricks. And then... Release! She was through. You okay? I think so. That was pretty spectacular, Cinder, I must admit. I told the Gongs I was easily impressed. Inside all heroes dungeons doubled nice. Und hier hat's wieder ein Spirit, wenn ich das richtig sehe. Und what the fuck, ist eine Menge gehen. Und ein Geist. Oh. Wir haben zwar einen schon mal gesehen, aber wir haben noch nie bekämpft. Den Leaf Spirit, den würde ich nicht sein lassen. Okay. Eingreifen kannst du nicht, zumindest nicht damit. Damit auch nicht. Dann Engage. Trifft nur ihn, oder? Ja. Gut, das gibt mehr Block, also das lohnt sich definitiv. Dann da kannst du kannst, ja, sehr schön. Trefferchance ist nicht allzu schlecht. Das ist ganz stand, okay, das hätten wir dann. Deine Reichweite. Das sind 2 Range damit. Das heißt, wenn du hier verteidigst, wirst du ihn treffen, praktisch garantiert. Du rückst fürs Erste einfach vor. Ah, okay, ist der hingegangen. Da ist der Geist. Okay, eins nach dem anderen. Das Vieh ist relativ langsam, wenn ich das richtig sehe, ja. Also erstmal ihn hier. Und, oh, ich habe seine Waffe gewechselt. Das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Dann, er hat nicht viel Rüstung, auch nicht viel Wort. Lass ihn fürs Erste einfach kommen. Interfusen aber schon mal mit Zeug, was wir sehen. Das hier ist, ja, ein schöner Diskus. Den würde ich noch nicht einsetzen können, nope. Ich könnte nochmal interfusen. Ich sehe da drin aber gerade nichts, das erwarten wir lieber. Du, ey, da kannst dich hier hinbewegen und ihn schon mal angreifen. Die Treffer ist nicht perfekt, aber es ist ein Stunt mit Gift. Okay, er ist tot. Du hast 2 Gift, oder?
Es müsste... Ja, Poison 2. Ja, er ist tot. Wir können schon weiter vorrücken. Es waren 3 Gegner, also sind irgendwo noch 3 übrig. Warten wir, bis alle drin sind am besten. Okay, da ist nachher. Wir haben ihn schon gesehen. Ah, da ist ein Gegner, dann Strike. Was ist die andere Waffe? Okay, die hat nur... Na, du kannst damit angreifen. Und das sind noch wieder andere Gegner. Okay, dann versuchen wir es so. Jamie, Tinker auf Frist. Frist, du gehst dann hier hin. Engagest den Typen. Und machst einen Guardian. Schöner. Naja, du kannst dich mit dem Ding dahinter fusen. Also geh ein bisschen in diese Richtung. Obwohl, warte kurz. Wenn ich ein bisschen näher ran könntest, hättest du da in den Burgchef schon mal einen Splinter Blast machen können. Na gut, Interfuser wäre es gar nicht. Wenn der Balkon näher rankommt, können wir da was für ein bisschen Schaden verursachen. Er geht außerhalb der Sichtweite des Balkons, wenn es geht. Du kannst mit Silk Step schon mal in die Tarnung gehen und ich schätze... Du stellst erstmal hier hin. Sehr schön, da ist der Guardian. Das gedodged. Und selbst wenn nicht das so verblockt, das hätte er nicht gemacht. Leaf-Spirit verschwindet. Dann Frist. Holt das große Schwert raus. Macht nicht genug Schaden, um ihn zu killen, tatsächlich, interessanterweise. Du kannst nachher angreifen, das ist ein Speer, jetzt schafft es garantiert. Es sei denn, er blockt den Angriff. Das ist die Klasse. Dafür war das ein Stunt, das heißt, er ist erledigt. Dann Steel Fire, weg mit dem Raccoon. Und das war's, 6 Gegner erledigt. Kein Level Up, aber... und Zeigerschack Cloud. Noch mehr Genauigkeit. Und 15 und 2. Ja, geben wir das Ding hier. Night's form before the last Gorgon lies still. It's a short but weary trek to the camp for the librarians of the Rough Wolf. Can you bring a campaign gear to the fight next time? Camping gear, nicht Campaign gear. While the others divvy up the last night's leftovers, Ada heads straight to bed. Sleeping now? Wish I didn't have to sleep next to Cinder's smelly blanket. Nah, to have my own tent. The body drops, the day's toils felt in every ligament. Until at last... Trouble smelled like honey flakes. Welcome! Hi there. Don't be shy, I'm only a dummy. Your word's not mine, so... No Cinder here, right? Cinder? Why, she's got in the tent even now. Or cooking up nasty medicines to force on unsuspecting townspeople. Is she in trouble? Got something against Saida? She's asleep now. You'll leave me alone. Yes, she's asleep. Now will you leave me alone? Clear all you want, I'm not letting you through. Hey, wait, why is she moving so slow? Why can't I... Cinder? Cinder? What are you shouting for? Oh, nothing. Right, well, make yourself useful. I want griddle cakes. Cinder, would you really throw your life in front of mine? Plus 0,5% Speed. Plus 0,5. Nicht Prozent, ist einfach 0,5, nice. Calamities, enemies improve their strategies. Und, okay, Raccoons. Haben jetzt noch mehr Rüstung. Wir können nichts tun, also gehen wir weiter. Alle mal scouten. Da wird gleich ein weiteres Teil gefladdet. Calderhughes Forest. Und hier
zumindest könnte man das Ding verbessern. Und, oh, hier ist sogar ein Mountain Pass. Nice, das müssen wir nicht mal einbauen. Die Urgonen haben auch hier das Ding. Meanwhile. Keep going, Sally. Keep. You're almost... Ouch! Stay back. I know how to use this. How frightening. Take it easy, Ada. Hey, first, you good to get up? Yeah. You can put that weapon away. You first. And me first? This is meant for you, rest assured. We're out here chasing Gorgons. Ouch, headache. Gorgons? Huh, well, you're a bit late. I just snuck under the nose of like a dozen little beastlings. Makes sense now. You're running away. Running away? No, I just... You two are better talking over me. Come away fast, you'll be safer. Me, but... Do you have beer? Whiskey. Oh, we are on the same side. That evening, the woman spills her story. Sally Spokes is her name. A treasure hunter. Was a miner who commissioned me to retrieve a necklace. A family heirloom, I guess it is. Things he left behind in the rush. It's not easy country. The mine's tucked in there pretty deep. It's where the trouble's kind of centered, we are told. Base was trampled into a couple weeks back. And you claim you got in and got back out. And didn't raise an alarm. How do you manage that? Can't you guess? I hope it's just like you threw them in a couple juicy steaks. It was the ventilation shaft. The vent? You what, tied a rope? Which you threw some juicy steaks on it. And I'm about the limberest woman my age you'll meet. Could we maybe try the same thing? Is it difficult to locate? Want me to do a map? Sure. Oh yeah, probably be good. Oh. Well, so if you think of what the mine looks like, it's right on top of that. I see. Sunrise? What's there? Here's a vent. It's good. Let's keep our voices down. They scramble down rock faces, quiet as they can. Mountain-smelling mist helps deaden the sound. The treasure woman, Sally. You think she's falling behind? Fixing to loot all the bodies? That's why I tell you, be shrewd, but don't pass up a chance to feed a stranger. Food's cheap, drink's cheap, and you're usually buying something better, someone's gratitude. As they assemble there, an eerie echoing gurgle growl grows in the belly of the mine. How do you want to do this part? The gaping maw part? Well... For the vent shaft, let's drop in and surprise them, or thinking if we plug the vent, we can make them fight out here. Gehen wir auf den Überraschungseffekt. Better to just jump in sometimes. Back up the hill? Seems like. They climb again under lightening sky. To assemble over the narrow black vent. Rope secure ready? We'll be framed in light if we stand here much longer. The sun bits us in. Wir haben Stealth, alles in den Grey Plane und Courage. Plus 2 Damage, / Potency für 3 Züge. Ein Geist, ein Rager. Das scheint alles zu sein, obwohl hier hinten könnte noch mehr sein. Also das ist alles, was wir bisher sehen. Jeder das Bonusschaden. Ja, sehr schön. Wir könnten den Geist schon mal massiven Schaden anrichten, ja. Er ist noch nicht ganz tot, dafür reicht das Gift nicht aus, aber es ist schon mal ziemlich stark. 4 Range, das müsste ihn treffen, nicht wahr? Dann sollte ich vielleicht auch mit etwas interfusen, was... Ja, machen wir hier noch den Pillar. Das trifft ihn nicht, sehe ich das richtig? Nee, na, war ein Versuch wert. Machen wir es so. Vale, du gehst nach vorne, wirfst die Wurfaxt, das erledigt ihn. Gehst zurück. Jam, ja. First, du musst hier hin.
weiter. Du hast den guten Speer. Guardian. Enrage ist leider nicht möglich. Das fließt nicht nah genug dran, leider. Guardian. Und ja, das hat schon ausgereicht. Du bist immer noch Helden, das heißt, wir werden mit dir scouten. Gut. Und du kannst mir noch mit was weiterem interfusen. Barrage ist möglich. Jetzt kannst du dich interfusen. Du bist mit 2 Dingen interfused. Das heißt... Okay, das heißt, ich muss das hier haben. Die Frage ist, wenn ich jetzt noch ein interfuse, ein drittes, und dann wieder die Waffen wechsle, hast du dann nur noch mit 2 interfused, oder wie ist das? Na gut, ist egal, wie es ist. Wir können hier definitiv das Ding erledigen. Ist das letzte? Leider nicht. Wir müssen noch ein bisschen mehr Zeit hier drin verlieren. Dürfte doch kein großes Problem darstellen. Letztes gehen müsste auch irgendwo dort hinten stehen, würde ich behaupten. Okay, schöne Verteidigungslinie. Na, das ist ja ein Wager. Die Frage natürlich jetzt, die Frage aller Fragen. Ist es der letzte Gegner? Nein, nicht swappen. Schießt das Ding. Das war nicht der letzte Gegner. Ist denn der letzte Gegner? Oh, diese Tür lässt sich öffnen. Das habe ich erst jetzt bemerkt. Okay, dann ist klar, wo der letzte Gegner ist. Oder vielleicht soll ich sagen, dass ich glaube, die letzten Gegner sind. Weil das sind definitiv für mehr als nur einer, oder? Das Ding macht nicht allzu viel Schaden, aber wir haben dann eine bessere Sicht. Okay, alle in diese Richtung. Schauen wir, was da alles ist. Hier hinten ist ja nichts. Gehen wir trotzdem ein bisschen weiter, um sicher zu gehen, dass wirklich nichts ist. Ja, da ist niemand. Also zurück. Da hinten ist es bisher allerdings auch relativ leise. Ah ja, da ist auch niemand. Dann bleibt immer nur noch ein einzelner Ort übrig, wo ein Gegner sein muss jetzt, ja. Das ist hier oben bei dieser großen Türe. Warten mit dem Öffnen, das ist zu früh, das Gefühl. Ah, ein Geist. Was haben wir da hinten? Da ist was zum Infusen, oder? Oder? Was da ist das? Ja, Bones. Ah, eine Bone Lance. Sehr schön. Ah, wenn du zu weit weg bist von dem, was du infused hast, wirst du automatisch wieder gestoppt. Ich sehe. Und das erledigt. Das ist aber nicht alles. Mit dem Geist scheint noch ein Gegner gewesen zu sein. Ja, ein Raccoon. Das oder das, oder? Es gehen um einen Haufen Level-Ups für viele Leute. Aida, Bronze on Hunter, Embers. When standing by a fire, either range takes plus 3 damage to and plus 1 shred and starts fires.
Fire can spread onto her. Okay, situationsbedingt. Die Frage ist, wie oft schützen in Fire, aber nice. Plus also dodge against the ranged attacks oder AE. Once per combat, data grants an adjacent target 6 temporary health, removes negative status effects. Oder long reach. Das plus on range with all attacks and abilities. Ja. Und dann Frist. Besseres Engage. This engage also engages all enemies adjacent to Frist. Plus 2 armor per engaged enemy. Dann Veil. Melee attacks only cost Veil 1 action. Reaction Strikes bisher, also 4-mal. Das Ding ist halt, wenn ich das bisher richtig sehe, ist es trotzdem pro Gegner nur ein einzelner Schlag. Das heißt, sie können zwar 4 Gegner in einem Zug angreifen, wenn sie in ihre Nähe kommen. Allerdings, ja, wir haben ja nicht so viele Gegner. Ich nehme an, es gibt später noch eine Gegnerfraktion, die einfach auf Schwarmtaktiken setzt. Da ist es ziemlich gut, aber momentan gegen die Gorgonen reicht eine Vigilance aus. Könnte ich mir so einen Tank machen? Words also den Battle Dance. Das wird auch nur wirklich etwas, wenn du... Ja, wenn du am Anfang des Zuges schon mehrere Gegner in der Reichweite hast. Erst ein Speer. Nur unsere Durans, mehr Rüstung. Das ist nicht schlecht. Dann Sinner, Bronze und Mystic. Mehr Range ist nice. And Sinner takes damage for each interfused object, one probability is prevented, and the object takes 2 damage instead. Ich sorge dafür, dass du nicht Schaden nimmst, indem du einfach zurückbleibst. Hardness, erst straightforward und dann Upgrade für Naturalist. Wild Grasp changed from turn-ending action to swift action. Oh! Woods and shoots active as a single action, grow up to 5 plants in a small area. Also für den Fall, dass wir nichts in der Umgebung haben, welches man mit welchem integrieren könnte, könntest du selber was holen. Na, ich habe glaube Long Reach. Und Necklace of Divinity, mehr Warding. Ja, du hast am wenigsten aus gegen Stier. Und Raccoons sind stärker. Ja, sichern wir die Mine. 50 Tage ist ja nicht allzu lange. Und neue Calamities, will ich die canceln. Extra HP, extra Armor, nichts, was... finde ja nichts, was extremst schlimm wäre. Lassen wir es einfach. Und dann die Mine gesichert. Und was haben wir gefunden? Also durch Ingots und... Sir Barkwing, mehr Block. Wer hat am wenigsten Block? Ist die Frage. Ah, ja, geben wir es dir. Und dann nach Weird Garden. Scouten wir und let's go. Eine Incursion von wo? Die starten hier, interessanterweise. Alles gescoutet. Dragonfish, das ist hier.
Ja, versuchen wir es abzufangen. Wird interessanter Kampf. Es sind eine Menge Gegner angeblich. We're downwind of the Gorgons. They don't seem to know we're here. How shall we destroy them? I load his horn with charge. Wait for nightfall and then strike swiftly. Per distraction split the forces to draw them out. Das ist einfach eine Möglichkeit, die kein Risiko birgt. Da will ich nicht den größten gewinnen. Versuchen wir das hier. Nur eine 64 Chance zu schaffen, aber wir können jeden Bonus gebrauchen. The Librarians of Wrathwolf, charge! Hat geklappt. The Librarians of Wrathwolf gain temporary damage and potency. Plus einen Schaden, plus ein Potency. Okay, 3 Geists, 2 Wagers und Zug 3 kommen. Weitere Karten, das ist eine Menge Gegner. Okay, schauen wir, wie wir das machen. Wir wollen definitiv einen Diskus, ja. Okay, nochmal interfusen. Hier ist noch ein Diskus. Ja, bei so vielen Gegnern muss ich jetzt zwingend das benutzen. Das wäre schon mal ein Kill angeblich. Okay. Die Geister sind vielleicht doch nicht so stark, wie ich das befürchtet hätte. Quellingmoss. Es trifft den Wager nicht, da muss es näher rangehen. Alternativ kann es einfach schießen und ihn erledigen. Machen wir es so, und 2 Geister erledigt, also eine ist noch übrig und irgendwas noch ein Wager, den wir noch nicht sehen. Hier hin und Guardian. Mit hier machen wir das Ähnliches. Ja, die Frage ist wie am besten. Hier, dann, du kannst hier hin, bist dann in Kombination mit beiden hier und kannst auch mit Guardian noch eine Menge machen. Da ist der Geist. Und da hinten scheint der Wager zu sein, ja. Der hier, ja, wurde schon mal angegriffen und erledigt, bevor er irgendwas tun kann. Der Disco hat auch schon mal guten Schaden verursacht, nice. Und Aida, du solltest ihn erledigen können. Hätten wir die erste Welle von Gegnern schon erledigt und haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bis die nächste Welle kommt. Also nutze die Gelegenheit und rücken vor. Und bereiten uns auf die zweite Welle vor. Jetzt sind sie gespawnt, dann schauen wir mal. Du bist nicht nah genug, um irgendwas zu tun. Gehen heran, dann Interfuse. Was hätten wir hier? Den Diskus nehme ich an, ja. Ist der in Reichweite? Leider nicht. Ich meine, auf die Walks und dann wird es... Ja, komm, machen wir es. Ja. Ich könnte das näher reingehen oder mit Quellingmoss versuchen, aber... Wieso, das würde ich nicht riskieren. Geh lieber hier hin und mach einen sichereren Schuss. Reichweite 0. Auch Reichweite 0. Guardian bringt hier also nicht allzu viel. Aber sonst hat er nicht übrig. Erste Kunde kommt raus. Er ist schon erledigt. Da war natürlich zuerst der dran, der weniger AP hat. Das heißt, hier werden wir ihn vermutlich nicht erledigen können. Er meint, wir erledigen ihn. Dann sind wir, das ist noch ein Diskus. Das könnte beide killen, wenn beide getroffen werden. Das wäre nicht beide getroffen, da hat gedodged. Alter, du kannst, okay, nur 40% Trefferchance, nee. Du gehst hier hin und hier hast du eine 86% auch gedodged. Was ist alles für viel los?
Dann werf halt eine Axt. Geht doch. Mehr XP, mehr Block. Wer von euch beiden braucht Block? Du hast es ein bisschen nötiger. You get the sense that the forest grieves. Sorry, but what? You mean these woods here? Right now? I mean, if you look for the trees, or listen, feels like peeking through the window of a vacant house. And we'll know about... I wish I could see the things you do. I'd just be happy if you'd be willing to, someday. I mean, let's come back here. Try and help the forest. Tend to its pain. I'd love to. Gut, das war's mit der Incursion. Dann können wir jetzt diese Schlacht machen. The rain hasn't let up much through the spring. The earth is soggy and stinking like a corpse. Hills have sunk and dead mice float in flooded fields. People are moving towards the mountains. Going by Arnon's map, we're nearly there. Are you good? Now's when we find out whether we've been too trusting. I've heard it said that to cut a news is to gain a dangerous friend. If Arnon's people are as desperate as we are, love, this whole world is near its limit. Any chance may be the only chance. Und da sind schon die Gegner. Okay, das sind das ein Geist, eine Gorgone. Es sind nur Q3, es sind 3 gleichzeitig und der Bockmoor. Heaving its overgrown body in mucousy plops, its grasping mouth drips and stings. Nun ja, eins auf den anderen. Erstmal unsere Tanks nach vorne, wenn es geht. Ja, nicht allzu gut, auch sonst. Guardian. 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 Aida, du kannst schon mal anfangen mit dem Angriff. Schindler, du kannst hier eine Bone Lance bereit machen. Und ich schätze, es schadet nicht hier mit den Hörnern. Die sind auch eine Bone Lance, nice. Dann starten wir damit. Der Sack hat geblockt. Wie kann es wagen? Macht ihr doch nicht die Ramme, sondern mehr als gesagt, dass wir daneben können. Dort einer der Bock. Alarm und zweiter. Okay, das sind ein paar Gegner. Oh, eine Menge. Uff. Oh, das sind eine Menge Gegner. Ja, nutzt seine Axt, das kostenlose Attacke. Dann Guardian. Engage geht nicht, das ist einfach Guardian. Aida, wenn möglich, bitte. Ja, das Quellingmaus wird das Vieh vergiften. Hier können wir 2 vergiften. Ich glaube, das lohnt sich tatsächlich. Svenla, die Bone Lance wird nun richtig treffen. Du kannst aber mit den Woodplanks interfusen und einen Splinter Blast machen. Das trifft. Können wir es so machen, dass es. Okay, hier trifft es 2, hier trifft es 3. Machen wir es so. Das sind 2 Gegner erledigt. Der Hakun hat 1 nach Wehe. Armor Shredded, aber trotzdem gut geblockt. Du konterst, perfekt. Da habe ich hatte zwar nicht spezifisch darauf geachtet, dass sie kontert, aber oh shit, das. Okay, stimmt, sind Frösche. Sie haben das Ding herangezogen, das ist nicht gut. Und du darfst nicht hier stehen bleiben, weil das corrupted ist, das Gebiet. Dann eine Gorgone.
Die rennen in die Bonens. Ich glaube, die könnte unter Umständen 2 Gegner treffen. Beweg dich hier hin. Ja, es ist ein bisschen riskant, aber wir müssen es wagen, weil die Gelegenheit dürfen wir nicht liegen lassen. Alternativ hätten wir... ne, machen wir das, ja. Bonens hat, glaube ich, die... Ja, perfekt. Das killt die Gorgon zwar nicht, aber wenn du tun könntest und die Gorgon ist so stark beschädigt, dass ein einzelner Schlag von irgendjemandem ausreicht, um sie zu erledigen. Ah, das ist der Kuhn, okay. Die Corruption, ja, die verbreitet sich. Dann, du kannst das Ding hier angreifen mit dem Speer, das sollte auch das Ende sein. Nicht ganz. Doch, weil du gestunt gemacht hast, perfekt. Erste Scarf auch 5 Block. Wer hat den wenigsten Block? Du Frist. You're not hurt, are you? Anon emerges where suddenly from a damp shadow, standing before a wood-framed tunnel. So you made it. Without the wood? The old deepest leads them into the dark. The earth was a slime and black, streams of water slosh on either side of a hastily heaped gravel path. Clods plop from the ceiling. Support beams have clearly been rushed into place. Don't take any off our tunnel, they've been falling in. Deeper in, earth walls give way to granite. The woven rots. The flowing water follows carven channels away from the main tunnel to some dark end. When will we abandon this place? Huh? Oh no, we can't. Do you want breakfast? It's mid-afternoon. But we're not chained to the sun cycle. We have breakfast whenever. Anon shows the way inside the marked passage. A weird smell beckons them through. To the other side. Here they are, dear. The badger and the ranger, and more to follow. Well, did you offer them Guam? Sure I did. No one wants to lukewarm chew out Guam, I keep saying. Some kind of home, isn't it? Is this what you imagine? Oh hey, adventurers, this is some drunk I know. Yes, I'm Helden. It's said I was born in the basin of a dried caldera, the spirits of the salt and rock. Those get said a lot, but not actually true. Right, technically it's false. You two are married to each other? We're mostly married, in times of strife it's nice. Do we babble like birds? Are we not pressed for time? This ranger's tracking too, if I see. Came because you must defeat the Gorgons, is that right? You were told to, you knew how, huh? I know what the Gorgons did. Their leader. I learned of him. Ulstryx. And I tucks into a bowl of beige mush. Looks like shroomy gruel with some kind of green goat dressing. On Ulstryx? We knew that name well enough. Yes, Ulstryx raised a great number of his brethren. And they went to the valley of god-beast Moatona. And of that great god-beast, they made pewter. Velda gazes on all attending from beneath the massive horns adorning her face. The scowl twists her already crooked features. Arnold finishes his meal, pulls at his beard and wipes it on his scowl. Who? Moatona. Moatona is an ancient one, a keeper of balance. The unassailable balance of Moatona keeps all opposing forces of this world in harmony. And because Moatona's dead, that force of the weather, and the seas, and the peaks, all will turn into a big blue Gorgon soup. Us, the carrots and beans, and you, the onions. So that's why Ulstryx needed his army to slay God. Well, what was the point of that spear we bled over? Wasn't that supposed to be the symbol he needed to unite whatever Gorgons behind his crusade? What matters is this, Moatona cannot die. She's petrified. The reason I called you here is that I've been hoarding a certain restorative spirit, distilled from the roots of the extinct bullflax flower, I call it. Root beer. A medicine? My root beer should be able to restore the great Moatona if you can get it to her. My brewing goddess, Welder. Well, assuming that's all true, why us? Don't you have your own lackeys? The deep down sum of it is
we're afraid, so our people are made frail. What is the worst doom? The Gorgon leader is strong and fearless, so too are his hordes. We are too old, slow, I'm scared to die. The Gorgons aren't going to let us do this thing, are they? And do we know where to go? And are we sure reviving this god beast will fix everything? The badger goes quite asky, but I'll answer all the questions. Oh, breakfast! I'm still hungry. It's salty warm. Red is true to her word, and as Arnon serves up bowls of grum, she draws a serviceable map on the wall in a pale chalk. The food is surprisingly good. Leslie Red hands over her healing ale, a single sealed earthenware bottle. Soon they're on their way again. They carry the hope of all the land and its creatures in one fragile bottle. Und Borgmoors können jetzt auch allgemein kommen. Meet a terrifying takes, confront Ulstryx. Must destroy more tone and defeat Ulstryx the Wooden Wolf, Alter. Haben wir irgendeinen Grund, nicht sofort dorthin zu gehen? Ich meine, es ist das letzte Kapitel. Wir können die Ressourcen brauchen wir eh nicht mehr. Gehen einfach hin. Scout. 126 Tage. Wir können auch hier durchgehen. Obwohl, ne, hier ist ein Fluss. Hier bräuchten wir eine Brücke. Gehen wir außen herum. Ja, ne, wissen wir nicht. Machen wir direkt. Gehen wir direkt dahin. 126 Tage, bis wir dahin sind. Ist eine Menge. Bis dahin wird noch ein weiteres Teil flooded werden. Und die Gegner werden eine weitere Calamity haben. Aber was soll's. Das kann sicher nicht schaden. Und ja, da kommt die Calamity. Bartov 1. Kein Bug, dass die Gargonen stärker werden, der Rest ist mir egal. Die Deepest haben wir noch nie bekämpft. Die Draven nur so selten und die Morphagi oder Mortagi haben wir auch nie bekämpft. Gut, jetzt wird gescoutet. Das geht zum Glück auch einiges schneller. Eine Patrol ist nicht nötig, greifen wir sofort an. Das ist der Final Fight. Ich meine, wir sind gut ausgestattet, oder? Ich glaube nicht, dass wir mehr tun müssen. A hillside cave serves as the final campsite. Our tale isn't fully written. We're Gorgons stairs now, but tomorrow and even after we'll be heroes. Our names echoed in hills, in halls, in songs. Be sure of your gear. This is the last sleep. I'm here for your love. Eine Menge Ressourcen. Oh, wir können unsere die nochmal verbessern. Nice. Was wird sich lohnen? Wir können deine Rüstung ein bisschen verstärken. Brauchen wir das zwingend? Ich glaube nicht. Schauen wir nie, was wir noch upgraden können. Wer hat Low-Level-Waffen? Wohue. Das ist hier eine stärkere Axt und hier glaube ich einen besseren Speer. Das Ding kann ich nicht verbessern. Nope. Ja, Speckline gibt Warding. Nope. Einfach hier. Könnten wir ein Stufe 3 Spiel gehen. Ja. Machen wir das gleich. Stufe 3. Dann gibt es nicht groß irgendwas anderes, was wir noch tun müssen. Das hier wird ein bisschen mehr Rüstung und Dodge gehen, aber ist es zwingend vonnöten? Ich frage es, brauche ich Legacy Points für irgendwas noch? Das muss sein, auf jeden Fall, dass es eine Meta-Währung ist. The Valley of the God Beast, Moatona. We knew we were set up for an unwinnable fight.
Even in the relentless rain, it was a beautiful place to die. Ada, I don't keep odds in my head, but I think you and I have already beat them, here together, whatever happens. I don't want it to end, but if it does, I'm glad I'm with you. We'll go out together. Remember, down to last survivor, more important than living out today is restoring this being, this Moratona. For Ada I can't lose. A clear path climbs the hill ahead of them. To whatever waits. Okay, 2 Rows, eine Kuh und ein Rager, ein Geist und Bockmoor. Wir müssen dahin. Das ist wohl die erste Stage dieses Kampfes. Ich nehme an, es gibt mehrere Stages. Gut, das weitere Gegner entdecken. Du kannst sie angreifen, mache das. Irgendwas zu interfusen? Ja, hier haben wir einen schönen Diskus. Dann gehen wir ran, um etwas näher am Ziel zu sein nachher. Dann einen schönen Diskus hier rein. Vielleicht killt das beide. Nein, jetzt fehlt. Nicht gut. Gut, dass du mehrere gleichzeitig treffen kannst. Das Ding hat Cover, dann gehen wir mit dir da ein. Und ihr blockt euch gegenseitig. Armor Shred ist nicht allzu schlimm. Rücken wir aber auch erst mit euch vor. Dann kannst du das Ding erledigen. Sinlag, erst bis hierhin. Dann bevor ich dir weitergehen, Vale, du hast erste Bewegung, okay, da sind die Viecher. Der automatischen Guard, der Diskus ist nicht in Reichweite. Nehme ich an. Trotzdem können wir ihn schon mal infusen. Und na gut, was weiteres haben wir nicht in Reichweite, dann gehen wir hier hin. Ich schuss den einfach nicht, dann geh einfach näher ran. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen schmerzhaft, allerdings, ja, hat ihn nicht erledigt. Das ist geblockt. Das ist nur ein Schaden. Ist wieder ihn getroffen und das war ein Kill, nice. Den hier. Der Rest von euch folgen. Da scheinen keine weitere Gegner mehr zu sein, sehe ich das richtig? Ja, also sofern keine Verstärkung kommt, ist safe. Du bist hier noch gezahnt. Old Worlds collide. Jamia, now's the time. Look at this thing. Were you really around all this time? Climbing up its slick neck. Jamia unseals well das earthenware bottle. Just going to pour it on the thing. Don't see a porthole. She doused the petrified head of the god beast Moratona in the spicy sweet smelling elixir. It's not working, is it? Yeah, well, we're out of time. Ulstryx. He's here. So many of those tumultuous years, I floundered for a reason. But ultimately, I knew why I was here.
Ulstryx forced us to become who we became. It was his dream, his design. When the first land was raised from the folds of the sea, two worlds were born out of one. To Ulstryx, a mighty and arrogant Gorgon hero, this was creation's mistake, and he dreamed he'd mend it. Very little has ever been known of the things that scrum and skull beneath boiling waters. We know the Gorgons are old, old, old. So maybe they aren't easily moved. My vanity hopes we threw him some surprises. But it's possible we were his fools from the very beginning. We unpuzzled the stone and chased that spear of Petroglyphs. We struck a blow, I think, in taking it. But our grubbing plunder of a Gorgon heirloom gave him a story to tell. Our species cast as the scrabbling villains. Incited, his Gorgon brethren together rose behind him to imputer this gentle god. And the ocean rose while the rain fell and the ice of the world turned to melt. For a while, I'm sure, he believed his dream would replace reality. The rain stops. But it won't. Ulstryx, this mighty lord of Gorgons, scarred and strong, hurls his underlings before him and raises himself high, prepared to fight. Das Ding beginnt langsam aus Petrification herauszukommen. Okay, Gargone, Geist, und was hat Ulstryx drauf? 30 AP, 4 Warding, 5 Armor, Hurl Beast, 2 True Damage, Tireless Swings, 2 6 bis 8 Damage, 2 Range. Dex target and enemies adjacent to the target, immune to compulsion, this one cannot be compelled to move. Crush, move for scenery and stomach flat, Hurl Beast, Ulstryx flings the beast at his foes. Tireless Swings, Ulstryx attacks, corrupt the ground and splash on adjacent foes. Aida, du bist getarnt. Also. Sehr schön, aber schon ein bisschen schauen. Ich kann eine Axt throwen. Ich meine, es erledigt die Gargone. Wenn es trifft, natürlich. Das Land ist corrupted dann, das heißt, du hast einen Bonus. Warten mit dir kurz. Sinler. Here, the Swindler is one and Wild Grasp. Shade. Enter Great Plane whenever interfused with a tree and tree call. Instantly summon an ally to a space next to an interfused tree. Oh, einer von meinen eigenen Leuten, okay. Das macht den meisten Schaden, das versuchen wir es. Hä? War ein Range. Muss ich dich... Nee, du bist doch schon ausgewählt. Ah, jetzt verstehe ich. Rück mit euch ein bisschen vor. Weil hier haben wir mehr Zeug, die interfusen können. Und da ist Ulstryx. Und seine Viecher kommen auch. Nice. Okay, dann kannst du Ulstryx angreifen. Nein. Wie viel kostet das Ding? Ja, das geht so nicht. Dann bereiten wir was anderes vor. Silk Step mit dem nächsten Zug. Warte kurz. Lege ich zuerst noch hier hin. Silk Step. Nächsten Zug kannst du seine gesamte Rüstung ignorieren. Engage für mehr. Block dann Tree Call. Nope, Line Range. Wir können Splint Blast machen. Das ist ja schon nicht schlecht. 5 Armor Shredded, okay. Das ist extrem nice. Dann auch Guardian am besten. Du kannst Guardian haben, wenn du links bist, also setzt du dich hier hin.
Und schauen wir, was die so machen. Nice, schöner Schaden. Komm näher. Nochmal Schaden. Teil des Sphinx. Und da wieder. Du kannst ihn zerlegen, oder? Ja. Nice. Ja, die warten eine Menge HP, wir hatten einfach den übelsten Schaden. The mighty Ulstryx finally crumpled before us. His weakened corpse twitched still. It was over. Some would say we saved the world. And we did save the end of it. We capped this red coal of life, held it away from the water, carried it into the next morning. Through wreckage, loss, destruction. It will take time for the water to go down. The memories to lose their bite. To rebuild. To heal. Maybe to live new lives someday. But our story was just one of many. The end. You've won! Achieve unlocked Daybreak, complete Age of Ulstryx campaign, nice. Previous Years of Peace, Final Years of Peace 107. Okay. Something in the woods is very strange. Das Lied. Creatures lurking suffer worse than mange. No one knows what winter yet will bring. Something in the woods is very strange. Das... Der Songtext würde doch das doch auf dem Spiel selbst vollkommen. The workers in Meeren would pull pranks and joke about gardens in the tunnels. After they actually found the forgotten corpse of one doe, the joke stopped. One day, Whaler woke with a lightness in her step. I understand now, it all makes sense. She vanished for 10 years and returned somehow unaged and full of contentment. Something in the woods is very strange. Birds have started singing songs of change. No one knows what springtime yet will bring. Sinla got up to see the sunrise every morning. Often she insisted on company. Yeah, it's pretty, but one pillow's pretty. Shh, Jamla, breathe it in. Can't take a single dawn for granted. Not anymore. One story ends. This year's added to a legacy, okay. Choose one hero to promote. Was? Selected hero will move to the next legacy tier, and their new items, history, and abilities will go with them.
The higher a hero's legacy tier, the more abilities that hero will come into a game with. Das bringt Legacy Points, mehr Promotions. Okay, also es wird eine von denen dran sein. Ich vergesse wer. Nehmen wir Sinn, lauter. The elemental weapons you discard this game have been unlocked in your legacy and will now be available to craft in all future games. Okay. Oh, das sind unsere Leute. Das ist ein Teil. Wenn ich jetzt auf meine Legacy gehe. Okay, das da letzten war ich. Ich hoffe, das Game crasht nicht. Meine Musik läuft noch. Okay. Also ein Display-Case sozusagen. Und die auf einem 100er, auf einer unteren. Also, was meine Sinner ist Level Tier 2, aber das wird auch bei Tier 1 angezeigt, okay. Accomplishments? Mhm. Kill Caliber in one turn. Oh, all ambitions of the Armata monsters that will be made up of multiple levels. Ah, nice! Da kriegt man ein bisschen concept of forgotten architecture. With each monster group, an interesting question to ask was, what would they think is beautiful? What do they want the world to look like? Interessant. Okay. Dann müsste jetzt ja. Hier sind einfach random Chapters. Relative Social Campaign, just 3 Chapters. Port 1 Legacy Hero if you win. Only procedural events, no overarching villain story. Das hier. Starting with Legacy Heroes. Okay. Wir machen natürlich weiter mit der Story. Age of Ulstryx haben wir gemacht. Dann das nächste wäre The Enduring War. A centuries old war resurfaces, bringing with it questions of humanity, identity, and the price of ambition. A 5-chapter story with Mortagi as the main threat. Hier waren überall ist ein anderer Threat. Deepest, Frixel und Drauen. Und ich nehme an, hier unten sind dann alle. Aber unlocked in-game, ich vermute mal, dafür muss man alle anderen zuerst abschalten, nicht wahr? Abschalten. Erstmal machen.
Ja, wird interessant. Ich meine, die Frage, die haben wir noch nie gesehen, noch gar nicht bekämpft. Ja gut, okay, nicht ganz. Ich würde sagen, die Fraktionen, von denen wir am wenigsten wissen, sind die Füchse, weil von denen wir wissen, dass sie existieren. Wir wissen, dass die Fraktion ist, aber noch nicht mal eine Einheit von ihnen gesehen, weil die bei der ersten Kampagne nicht mal aktiv waren. Und die wir am zweitwenigsten gesehen haben, sind jetzt aber auch die Mafagi. Wir haben ein paar Karten von denen gesehen, das war's. Die Trauben haben wir ja schon bekämpft in dieser jetzigen Kampagne. Ein paar Mal. Die Deepists haben wir nicht bekämpft, aber wir haben 2 Mitglieder dieser Fraktion gesehen. Den Alten und eben seine Frau, die uns das Heilmittel gegeben hat. Ja, das wird interessant. Wie auch immer. Weiter geht's erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich immer recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin, adieu.